Tag ihr Aquarianer, mein altes Juwel hat ausgedient, ein neues muss her. Hier also mein neues Juwel, das Rio 180 LED. Mit einem SBX Unterschrank, dreitürig, knapp 1 Meter breit und für bis zu 500 Kilogramm ausgelegt. Das Aquarium ist genauso breit wie der Schrank, fasst ca. 180 Liter Wasser und kommt inklusive Biofilter, Heizstab und LED-Röhren daher. Zusätzlich hier noch ein paar Goodies. Jetzt kann es endlich losgehen, hier mit dem ersten Paket. Füße, Türstopper, Scharniere und Schrauben, alles dabei. Hier seht ihr Buchstaben auf den Türen. Darauf müsst ihr beim Aufbau unbedingt achten. Sonst verbringt ihr, wie ich, mehr Zeit mit dem Justieren der Türen als mit dem kompletten Aufbau. Auf den Platten selber waren wie hier zu sehen einige Verpackungsrückstände. Nicht weiter schlimm. Mit dem Finger oder noch besser mit einem feuchten Lappen lässt sich alles rückstandslos entfernen. Aber genug gelabert, jetzt wird erstmal der Unterschrank aufgebaut. So, das war's. Schon fertig. Ging besser als erwartet. Was mir als erstes auffällt: Die Türen haben keine Griffe mehr und werden durch Druck geöffnet oder geschlossen. Das macht mich auf den ersten Blick skeptisch. Deswegen teste ich mal ausführlich den Türstopper. Und im Nachhinein kann ich sagen, der Türmechanismus hat jedes Mal zuverlässig gegriffen. Was ich auch ganz cool finde, ist die altbewährte Robustheit des Materials. Wenn ihr, wie ich, mal die Schraube nicht findet, dann ist zumindest nicht gleich die ganze Optik versaut. Ich übertreibe natürlich, aber große Schäden sind nicht entstanden. Der Unterschrank soll 500 Kilogramm aushalten. Okay, ich wiege zwar keine 500 Kilo, bin dafür aber 5-mal fest gesprungen. Und was soll ich sagen? Der Schrank hat gehalten. Die Kanten sind durchgehend sauber verarbeitet. Den aufgebauten Unterschrank seht ihr hier: stoßfest, kratzfest, wasserabweisend und mit zuverlässigem Türmechanismus. Und jetzt ist es soweit, Zeit für das zweite Paket. Licht, Filter, Heizung, alles inklusive. Das Aquarium ist mit einem Rahmen unten und oben versehen und hat einen Korpus für den Filter und den Heizstab. Hier eine Menge Filtermaterial für den Biofilter, zukünftige Heimat für unzählige Bakterienkulturen, das kennt ihr schon aus meinen anderen Videos. 7 Watt Pumpe, 600 Liter die Stunde, 200 Watt Heizstab, Deckelbürste, Kleinkram und natürlich ganz wichtig die Gebrauchsanweisung auf CD. Zwischen Unterschrank und Aquarium kommt keine Matte, das Aquarium ist eingerahmt, das wissen wir jetzt schon. Mal was zu den Aufklebern auf der Scheibe. Ja klar, die sind dekorativ, lassen sich auch rückstandslos entfernen, aber, ihr seht's ja selber, sind echt schwer loszubekommen. Auf der Abdeckung geht's besser. Zum Beispiel beim Deckel für den Futterautomaten. Den kann man sich optional dazu kaufen. Weiter hinten gibt es noch das Clownfischloch für diejenigen unter euch, die Clownfische halten. Die roten Transportstabilisatoren für die Abdeckung sollen entfernt werden. Na klar, nichts leichter als das. Was mir hier noch positiv aufgefallen ist: Die Abdeckung ist aus einem Guss. Da muss nichts auf- oder angesteckt werden, kann also auch nichts verloren gehen. Auf den ersten Blick ungewöhnlich fand ich die Etiketten im Aquarium. Beim genaueren Hinsehen aber erkennt man, dass diese hinter der Scheibe angebracht sind. Da sehen wir dann auch schon die Day- und Nature-Röhren. Sehen zwar aus wie normale Leuchtstoffröhren, basieren aber auf LED-Technologie. Abgedichtet mit roter Gummidichtung und Schraubverschluss, wie man es kennt, für Feuchträume geeignet. Der Korpus für die Pumpe und den Heizer ist genau wie der Rahmen fest im Aquarium verankert. Hier ganz viel Raum für unsere Filtermedien und die Heizung. Was noch ganz wichtig ist und worauf ihr jedes Mal beim Kauf eines Aquariums achten müsst: die Verklebung der Scheiben. Hier seht ihr 1A Nähte, so verklebt der Fachmann. Ihr wollt jetzt natürlich auch sehen, wie ich mein neues Juwel einrichte, also hier der Zusammenschnitt. Ich verklebe hier noch schnell die Rückwand und los geht's.
Den Naturstein, den ihr hier seht, habe ich einem ausgetrockneten Bach entnommen. Dort habe ich die Steine gefunden, danach gebürstet, mehrfach abgekocht und abgeschrubbt. Als Bodensubstrat nutze ich 2 verschiedene Substrate, das grobe dunkle für den Untergrund und hier das helle, etwas feinere Substrat. Pflanzen dürfen natürlich auch nicht fehlen, in diesem Fall ein breitblättriges Sperrblatt, grüne und braune Wasserkelche, Einblätter, Mooskugeln und Javamoos. Und zu guter Letzt ein großes Stück Mangrovenholz. Pflanzen und Holz habe ich ca. 2 Wochen lang gewässert. Mit den Steinen und dem groben Substrat baue ich kleine Terrassen in den Hintergrund. Das feine Bodensubstrat kommt in den Vordergrund und dient unbepflanzt als Spielwiese. Wie ihr das Aquarium einrichtet, kommt natürlich immer darauf an, was ihr für Tiere oder Pflanzen halten wollt. Pumpe und Heizstab sind schnell und einfach montiert. In die vordere Kammer hier wird das Filtermaterial eingeführt. Ganz unten Sirax, was mir ans Herz gelegt wurde. Darüber feine und grobe Filtermatten, ein Nitratentferner, Aktivkohle und ein Filtervlies, um die grobe Verschmutzung vorab zu filtern. Die Pumpe zieht das Wasser von oben erst durch das weiße Filtervlies nach unten durch die Filterkammer. Endlich ist es soweit, Wassermarsch! Der Heizstab brauchte genau wie beschrieben ca. 12 Stunden, um die Wassertemperatur von 16 auf 30 Grad Celsius zu erwärmen. Funktioniert also auch einwandfrei. Die beiden LED-Röhren spiegeln sich hier im Wasser und man erkennt eine kaltweiße unten und eine warmweiße Röhre oben. LED-Röhren im Aquarium sind schon eine feine Sache. Was ich im Nachhinein aber über den eingeräumten Unterschrank sagen muss, es gibt keine Rückwände mehr links und rechts und auch keine Möglichkeit, ein Zwischenbrett einzufügen. Das hat zur Folge, dass ich meinen Krams stapeln muss und er nach hinten rausfallen kann. Das mittlere Fach mit Rückwand und Brett gefällt mir da besser. Mein Fazit, das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt. Juwel setzt hier wie früher schon mit Spanplatten und Kunststoffabdeckung auf einen robusten Standard und ein zeitloses Design. Mein altes Juwel hat mindestens 20 Jahre lang gehalten. Ich sehe keinen Grund, warum dieses Juwel nicht auch mindestens genauso alt werden sollte. Der Türmechanismus scheint eine gute Idee zu sein. Allerdings fallen hier auch die Rückwände und die Zwischenbretter weg. Die Technik allerdings hat mich durchweg überzeugt. Von den LED-Röhren über den Heizstab bis hin zum Thermometer hat alles eine hohe Qualität. Und auch der Zweikammer-Biofilter macht einen sehr guten Eindruck. Alles in allem muss ich hier sagen, ich habe ein solides, gut verarbeitetes und auch gut durchdachtes Aquarium inklusive hochwertiger Technik. Mir gefällt es auf jeden Fall. Sollte euch gefallen, was ihr seht, gebt mir einen Daumen. Für weitere Videos abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke. Ich sage danke fürs Zuschauen, füttert eure Fische von mir und bis zum nächsten Mal.